Ja, moin und willkommen bei Lockpicking Nord. Ich habe heute für euch das 12 Pieces oder 12-teilige Hook-Set von Banggood, was ich mir bestellt habe. Und ich wollte mal sagen, was ich davon halte und was euch erwartet, falls ihr euch das kaufen solltet. Zunächst mal, bevor ihr das kauft, sollte euch klar sein, es muss auf jeden Fall noch nachgearbeitet werden. Also die Kanten der Picks sind so ähnlich wie bei dem Gozo Dimple oder Baumwollden Pickset. Relativ scharf. Sie haben hier eine stark, so raue Oberfläche rundum. Das heißt, ihr müsstet auf jeden Fall, wenn ihr euch die besorgt, eine Feile da haben zu Hause, eine gute Feile. So habe ich das gemacht. Und zwar müsstet ihr den Schaft und auch innen den Schaft rundum glätten und runden. Außerdem mit einem Nassschleifpapier oder mit einem Schleifschwamm auf jeden Fall die hier Oberfläche glätten und ein wenig polieren, sonst bleibt ihr überall hängen. Also das war so nicht der Hit, als ich das ausgepackt habe. Von der Auswahl her ist das super, also wir haben hier wirklich mehrere, wirklich praktische Hooks, gerade die ersten 4 hier. Auf der rechten Seite, die habe ich so sortiert, benutze ich gerne. Die sind recht schmal vom Rücken und haben einen unterschiedlich tiefen Aushub. Das heißt, ich habe hier 2 Standard und 2 Medium Hooks. Und hier werden das immer größere Hooks, aber da ist der Schaft auch viel, viel stärker. Ohne diese Kunststoffgriffe kann man sie auch benutzen. Ich finde die allerdings ganz cool, diese Rubber Handles, diese Gummiüberzüge. Damit kann man echt wunderbar picken. Einziger Nachteil ist, selbst ohne die Rubber Handles passen die nicht in die gängigen Pick Sets oder Pick Cases mit rein. Auf jeden Fall nicht in meine. Das ist ein bisschen schade. Zumal mit diesen Rubber Handles ist es echt schwer, die hier vernünftig wieder rein und raus zu bekommen, weil die echt stramm sind, diese Gummilaschen. Aber ansonsten, ja, wenn man sich die Arbeit machen möchte und da ist ein bisschen Arbeit mit dran, kann man sich das gut kaufen. Ich habe mit so einem Rabattkey, den ich mir von einem der Review-Videos von, ich glaube, Bobby Keys oder Lockpicking Lawyer geholt habe, die standen unten im Text, habe ich, glaube ich, 25% gespart. Das heißt, ich habe für das Pickset bei Banggood jetzt irgendwie 17,56 € oder so bezahlt. Sie haben einen Versand von 7 bis 20 Werktage angegeben. Das waren ungefähr bei mir so roundabout 8 Tage, wie das gedauert hat, bis es hier war. Ja, die Spanner sind totaler Mist, würde ich sagen. Da war noch einer mehr drin, noch ein ziemlich dicker, den habe ich gleich mal getestet und abgebrochen. Scheiß Stahl, wenn ich das so sagen kann. Taugt nix, und die beiden hier, ja, sind vom Durchmesser gleich. Die sind echt winzig und damit kann man nicht so viel anfangen. Also Spanner müsste man sich auf jeden Fall noch selber welche dazu kaufen oder bauen. Ich benutze dann meistens eine Pry-Bar oder einen Flachspanner. Und ja, aber ansonsten sind die in Ordnung. Kann ich also bedingt empfehlen. Wenn ihr Bock drauf habt, dann habt ihr noch ein bisschen Arbeit damit, aber dann ist es echt ein cooles Pickset. Der Stahl scheint relativ hochwertig zu sein. Ich habe da jetzt schon viel mit gepickt, gerade mit den schlankeren Versionen, und da hat sich noch nichts verformt oder verbogen. Das kenne ich von Southsort zum Beispiel schon schlimmer. Da habe ich wirklich mit dem Southsort Set angefangen mit Picken, und gerade die schmaleren, schlankeren sind so schnell verbogen, und dann, wenn man die ein paar Mal zurückbiegt, dann brechen die auch schnell ab. Aber das hatte ich mit dem hier noch nicht. Der einzige, der so ein bisschen verbogen aussieht, ist der hier, aber der ist von Anfang an schon irgendwie anders eingeformt oder eingepasst in den Griff. Da kann man nichts dran ändern, aber das stört auch, glaube ich, nicht weiter. Zumal hier ist noch ein Half Diamond in der Ecke, ein ziemlich dicker, den kann man ganz gut benutzen, aber die beiden, oder die 4 hier, sind eigentlich eher für Wafer-Locks, also für diese Möbelschlösser und Schlösser von Geldkassetten etc. Aber die ersten Hooks hier, wie gesagt, die benutze ich gerne, und die nächsten 3, 4 Hooks hier kann man auch gut noch benutzen für etwas größere Hangschlösser. Ja, so viel dazu. Ähnlich ist das mit dem Gozo Pickset für Baumwollenschlösser. Da ist jetzt nicht mehr so viel drin, weil ich das schon ausgeleert habe. Das ist der Rest, den ich nicht benötige.
wie gesagt, die sind auch super eckig am Schaft, haben eine bescheuerte Oberfläche, da muss man viel nacharbeiten. Aber wenn man möchte, kann man da was ganz Feines draus machen. Ich habe das hier alles ein bisschen schnuckelig gemacht. Das heißt, ich habe den Schaft gerundet und geglättet, die Spitzen etwas verändert und geglättet und das Ganze dann noch in einen Holzgriff eingelassen. Habe mir dann 3 Left und 3 Right Flags gemacht. Die linken, da habe ich eine ganz schmale, kleine mit einem etwas dünneren Schaft. Dann kommt eine mittlere, da ist der Schaft schon etwas dicker und auch die Flagge vorne. Und dann eine Curve Flag, da habe ich mir den Griff vorne auch eckig gelassen, damit ich mehr Hebelkraft habe. Die ist komplett sehr groß, also das heißt, ich habe 3 verschiedene Größen für links und für rechts. Habe ich auch so angeordnet in meiner Tasche. In dem Set sind sonst noch dabei mehrere Spanner. Ich glaube 2 Spanner an der Zahl sind da drin. Das sind die beiden hier. Die können ganz nützlich sein. Und was ist das, damit kann man, glaube ich, den Mitnehmer in der Mitte vom Schloss betätigen, falls der auf Federspannung sitzt, und somit das Schloss öffnen. Und ja, das war's, glaube ich, soweit. Viel mehr ist in diesem Dimple Pick Set nicht drin von Gozo. Kostet aber auch nicht die Welt, irgendwie 21 Dollar oder so, ich weiß gar nicht. So viel war es nicht. Entschuldigung. Aber wie gesagt, hier sind etliche Flags doppelt drin. Ein Half Diamond ist noch mit drin. Aber die meisten sehen so aus und da sind halt echt viele von doppelt und dreifach. Wie gesagt, die hier liegen, das sind alles die ich über hatte, die ich nicht brauche. Und die ich mir aufhebe für später, falls ich mal Ersatz brauche oder so. Ist ganz in Ordnung. So, ein weiteres Set, was ich mir gekauft habe, war dieses Hook Set zum Schlösser zerlegen und bepinnen. Ist auch soweit echt in Ordnung. Ich glaube, ich habe auch mit Rabattcode irgendwie so um die 23 Euro bezahlt. Gleiche Versandzeit. Die Zange hier benutze ich so gut wie nie. Die hat vorne so eine abgeflachte Spitze. Wahrscheinlich auch um Sprengringe zu ziehen oder aufzubiegen. Dann haben wir hier eine Pinzette. Die ist in Ordnung, aber nicht so gut wie die von Sparrows, weil sie halt gerade vorne einfach nur glatt ist und spitz. Also man kann die Pins damit nicht so gut halten. Dann haben wir diesen Clip Remover, diesen Haken zum Clips runterschieben. Der funktioniert teilweise echt gut, bin ich sehr zufrieden mit, ist aber nicht so stabil, wie er aussieht. Also es ist Weichmetall. Ich denke, das ist Aluminium, glaube ich sogar, oder sowas. Oder ein weicherer Stahl. Der ist sehr, sehr leicht. Also ich hatte ihn massiver und ich habe ihn mir massiver und schwerer vorgestellt. Dann haben wir hier diesen Schuh, den man reinschieben kann vorne, wenn man ein Schloss gepickt hat. Und dann schiebt man das quasi hier, wenn der Kern andersrum ist, rein und kann quasi den Kern ziehen, ohne dass die Pins rausspringen. Damit bin ich nicht so zufrieden. Und zwar hat mich dieser Grat hier drin gestört, der mir mein Schloss zerkratzt. Wollte das entfernen und dann ist mir aufgefallen, das ist quasi ein Draht, den sie in das Aluminiumgehäuse reingelegt haben, um Gewinde zu schaffen. So, nur hatte ich den bei dem ersten rausgezogen mit einer Zange, musste da eine andere Schraube für anfertigen, sieht man hier unten. Die musste ich runterdrehen vom Schaft, musste vorne noch ein Stück Gewinde stehen lassen und den Kopf musste ich runterdrehen, damit das wieder passt. Werde ich bei der anderen wahrscheinlich auch noch machen, weil das ist echt Mist mit diesem Grat hier, mit diesem harten Draht, der da drin ist. Also wenn man das alles ein bisschen überarbeitet, dann kann man da ganz gut mitarbeiten, denke ich. Dann haben wir noch 2 Schuhe, um Kerne zu lagern oder zu bepinnen. Der ist für ganz normale Euro-Schlösser und auch für manche Kerne aus Hangschlössern. Der ist für kleinere Kerne auch aus Hangschlössern, habe ich noch nicht benutzt. Und dann haben wir noch 3 verschiedene Follower. Einmal eine Hülse in ein bisschen weniger als 13 mm Durchmesser. Dann einmal den Follower
in auch der gleichen Stärke, aber der halt diese Aussparung für diesen Pinschuh hat hier. Die benutze ich am meisten. Und dann nochmal einen dünnen Follower für Hangschlösser oder kleinere Kerne. Ja, also soweit bin ich für den Preis ganz zufrieden damit. Diese kleinen Einsätze hier sind, glaube ich, hinten, wenn man den Mitnehmer und die Nase rausnehmen möchte und von hinten quasi das Schloss zerlegt, da kann man die reinschieben in den Kern hinten. Die passen wahrscheinlich genau dann hier zwischen. Da kann man die wahrscheinlich reinstecken. Benutzt habe ich sie noch nicht. Den Sinn habe ich auch noch nicht so richtig verstanden, aber wie gesagt, ich brauche sie auch nicht. Aber für das Geld, ein bisschen Nacharbeit ist immer dabei bei diesen Sets, würde ich sagen. Also ich bin nie zufrieden damit. Aber das liegt vielleicht auch ein bisschen an meinem Beruf, dass ich immer irgendwas auszusetzen habe und immer was nachzubessern habe. Aber ansonsten, wie gesagt, kann man diese Sets ganz beruhigt kaufen, wenn man ein bisschen basteln möchte. So, das war es eigentlich von mir soweit. Und ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Wenn noch Fragen dazu sind, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und ihr habt euch dieses Set gekauft, kommt damit nicht klar, schreibt mich einfach an, schreibt ins Kommentar, ich schreibe euch sonst eine E-Mail und dann kann man über alles reden. Und ich kann euch nochmal sagen, was ich genau gemacht habe, um das Ganze benutzbar zu machen. So, wenn es euch gefallen hat, dann bis zum nächsten Mal, ansonsten tschüss.